Ab 5500 vor Christus geschieht in Mitteleuropa etwas Ungeheures. Es beginnt die Steinzeit, aber die Jungsteinzeit. Ich würde sie aber eigentlich eher Holzzeit nennen, denn die Jäger und Sammler, die vorher hier leben, werden verdrängt von Ackerbauern, die aus dem heutigen Ungarn kommen, viel früher aus der heutigen Türkei. Und die haben nun geschliffenes Steingerät und die legen ihr Äcker an, die werden produktiv und die holzen hier die Bäume ab. Wir sehen hier das an diesem Baumstamm, der immer weiter hier bearbeitet ist. Und warum holzen die Wälder ab? Weil sie Felder anlegen und weil sie Holz für riesige Häuser brauchen, in denen sie natürlich leben. Dieses Abholzen der Wälder ist dauerhaft, denn diese Felder breiten sich immer mehr aus. Am Anfang hat man Hackbau, das heißt, man benutzt Geräte, um den Boden aufzuhacken. Man hat noch keine, zur Zeit der Bandkeramik 5000 vor Christus, noch keinen Pflug. Der wird erst später erfunden. Man legt also vergleichsweise kleine Felder an. Um die Bäume abzuhauen, benutzt man zahlreiche Steinbeile, aber auch sogenannte Spaltkeile, so große Steinkeile, mit denen man das Holz spaltet und mit denen man beispielsweise Einbäume herstellt, mit denen man aber auch feinere Holzarbeiten macht, wie hier, mit denen man zum Beispiel Brunnen anlegt, Häuser baut. Und wir sehen an diesen ganz kleinen Steingeräten hier, die so hobelartig sind, dass man selbst feine Holzbearbeitung beherrschte. Und das haben wir auch archäologisch gefunden, in tiefen Brunnen, wo es eine Holzerhaltung gibt, aufgrund der Feuchtigkeit, die dort noch in der Erde ist, haben wir gesehen, dass Holzbalken, die erhalten sind, ganz perfekt miteinander verschragt sind, verplattet sind und dass die auch ganz, ganz fein bearbeitet sind, sogar minutiös abgedichtet sind, sodass der Brunnen perfekt funktioniert. Das Spannende an der Bandkeramik, an den allerersten bäuerlichen Siedlern bei uns ist, dass die am Anfang relativ unproblematisch hier leben. Die Jäger sind wahrscheinlich schnell verdrängt und schnell bekämpft, wie ähnlich bei den Indianern Nordamerikas durch die Weißen. Und man hat ein riesiges Land zum Aufsiedeln, man hat riesige Ressourcen, genug für alle. Wir stellen aber fest, dass diese Aufsiedlung in 500 Jahren schon an die Ränder kommt. Die allerbesten Böden, die idealen Standorte an Flüssen und mit Löss- und Schwarzerdeböden sind besiedelt. Und dann kommt es innerhalb dieser Gemeinschaften, die ja alle miteinander verwandt sind, sehr, sehr schnell zu Konflikten. Natürlich hat man sich in diesen 500 Jahren, ein gewaltiger Zeitraum, auch gewissermaßen auseinandergelebt. Und plötzlich sehen wir, dass die Siedlungen befestigt werden. Und plötzlich spielt etwas eine Rolle, was in der Menschheitsgeschichte kaum je eine Rolle gespielt hat, nämlich Besitz. Besitz spielt bei den Jägern und Sammlern über Jahrhunderttausende deshalb keine Rolle, weil du musst deinen Besitz ja mit dir tragen. Du musst deinen Besitz lagern und wieder vielleicht im Winter an dich nehmen, aber du hast nicht eine riesige Menge an Besitz. Plötzlich kannst du Besitz lagern. Plötzlich hast du ein Haus und plötzlich ist es möglich sozusagen, dass einer sehr viel reicher wird als die anderen. Und das ist kein Vorgang, den wir gleich beobachten können in den ersten Jahren, sondern das ist ein Vorgang, der über Jahrhunderte einsetzt. Dieser Vorgang der sozialen Differenzierung ist letztlich ein Vorgang, der Jahrtausende braucht. Das waren die Menschen einfach nicht gewohnt. Am Anfang in der Bandkeramik dürften die noch weitgehend egalitär gewesen sein und dann entwickelt sich das langsam auseinander. Eines ist aber klar: Wenn es Knappheit von Ressourcen gibt, also Knappheit von Land und Knappheit von Wild und Ähnlichem, und das ist etwa nach 500 Jahren der Fall, dass die besten Orte besiedelt sind, dann gibt es Konkurrenz und dann gibt es auch etwas, was wir Krieg nennen. Und Krieg entsteht also nicht zufällig, sondern aus ökonomischen Interessen. Wir sehen plötzlich befestigte Siedlungen und wir sehen zum ersten Mal Massengräber. Das heißt Menschen, die absichtsvoll erschlagen sind. Ob es sich dabei um eigene Sippen handelt, praktisch innertribale Konflikte oder Zwischenstämmenkonflikte, ist bei einigen dieser Massengräber nicht
sicher feststellbar. Bei uns im Land gibt es ein Massengrab von Halberstadt, bei dem wir aber sehen, dass offenbar Fremden die Beine durchschlagen wurden, dass sie vor der Exekution nicht fliehen konnten. Und ein Massengrab gibt es in Aspern. Dieses Massengrab umfasst mehr als 200 Tote in dem Graben einer großen Siedlung. Und diese Toten sind sicherlich die Opfer eines massiven Großkonfliktes, das heißt des ersten Krieges, den wir in Zentraleuropa nachweisen können. Wir sehen also, mit der Einwanderung und mit der Bevölkerungsexplosion entsteht in Gruppen, die wahrscheinlich die gleichen Sprachen sprechen, die wahrscheinlich den gleichen Ursprung haben, massive Aggression, und diese Aggression hat die Ursache in Besitz. Und das ist auch eine Lehre aus der Bandkeramik. Aggression und Krieg sind Kinder des Besitzes.